Bei jeder Sprache sind wir in einer anderen Lebensphase. Jede Sprache, die wir lernen, lernen wir auf eine einzigartige Weise. Wir sind selber anders und unser Lernstil ist anders. Das ist der Gedanke, den ich in diesem Video teilen will. Also stelle vor, du hast Englisch wahrscheinlich komplett anders gelernt als Deutsch. Oder ich habe Chinesisch komplett anders gelernt als Französisch oder Spanisch. Nicht nur, weil die Sprachen alle unterschiedlich sind. Natürlich, stelle vor, wenn du Englisch lernst, Deutsch oder eine andere Sprache, dann bist du auch in ganz anderen Kontexten unterwegs. Der Kontext ist so wichtig. Welche Menschen sind um dich? Wo bist du? Wie hast du dich damals gefühlt? All diese Dinge beeinflussen diese ganze Erfahrung, dieses ganze Erlebnis, wenn man eine Sprache lernt. Das heißt, es geht überhaupt nicht nur darum, jetzt darüber nachzudenken, so ganz funktional, okay, welche Methoden habe ich vorher benutzt und welche habe ich dann später benutzt oder was war dann effizienter. Das ist natürlich auch eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich früher Vokabeln gelernt habe und wie ich dann später mit anderen Sprachen Vokabeln gelernt habe, da fällt mir einfach ganz eindeutig auf, dass das vorher komplett anders war und ich noch nicht so viel Erfahrung hatte und ich dann mit Spanisch, Französisch ganz anders die Vokabeln gelernt habe, als zum Beispiel bei Chinesisch. Und das heißt, jede Erfahrung mit einer Sprache ist so ganz, ganz einzigartig. Es geht wieder um das Thema Leben selbst. Man kann das Sprachenlernen nicht vom Leben trennen, sondern, aber ja, also sagen wir, paradoxerweise machen wir das einfach immer so oft in dieser Struktur, in der wir leben, in diesem System, in dem wir leben, dass wir die Dinge dann kategorisieren und dass wir dann sagen, okay, wir können die Dinge ganz klar trennen, aber man kann diese Dinge sehr oft überhaupt nicht klar trennen. Also zurück zum Beispiel, wie geht es mir selbst? Wie ist mein Zustand in dieser Lebensphase? Ist es eine sehr schwierige Phase? Ist es eine relativ leichte und vergnügte Phase in meinem Leben? Zum Beispiel, oder muss ich sehr viel arbeiten oder bin ich arbeitslos oder muss ich sehr viel lernen? Bin ich gerade ein Student, eine Studentin? All diese Dinge beeinflussen oder zum Beispiel auch die Beziehungen, die persönlichen Beziehungen, die privaten Beziehungen. All das beeinflusst extrem stark, wie wir uns in einer Sprache fühlen. Also stell dir mal vor, ich würde jetzt das Beispiel Beziehungen nehmen und ich lerne gerade oder ich beschäftige mich gerade mit einer bestimmten Sprache. So, dann kann es gut sein, dass ich zu diesem Thema dann in dieser Sprache etwas suche. Das heißt, diese Sprache berührt mich dann in einer ganz bestimmten Art und Weise. Das heißt, ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Beziehungen oder ich schaue mir Videos dazu an oder ich spreche mit anderen Leuten darüber. Oder vielleicht einfach nur, weil ich in dieser Zeit darüber nachdenke, beeinflusst das auch irgendwie, wie ich dann diese Sprache erlebe. Und das sind einfach faszinierende Gedanken. Und diese Gedanken zeigen mir wieder, wie gesagt, das Thema von diesem Kanal, dass es zufälligerweise ein Deutschlandkanal ist, aber eigentlich geht es um das Leben. Und es geht auch darum zu beobachten, wie man selbst funktioniert. Es geht darum zu beobachten, wie faszinierend und magisch das eigentlich auch ist, dass eine Sprache in unser Leben tritt. Dass eine Sprache sozusagen vorher nichts mit uns zu tun gehabt hat. Das ist eben so interessant. Und dann schrittweise wird diese Sprache ein Teil unseres Lebens und auf einmal hat diese Sprache mit uns persönlich etwas zu tun und damit können wir auch eine Brücke schlagen zu den anderen Menschen, die diese Sprache sprechen. Das war immer auch ein Punkt, der mich wirklich extrem fasziniert hat. Also dieser Prozess, dieser Vorgang, wie wir etwas kreieren in unserem Leben, hier die Sprache, und dann plötzlich Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Ich habe vorher nie etwas mit Chinesisch zu tun gehabt und auf einmal plötzlich ist Chinesisch ein ganz, ganz fester Teil meines Lebens. Ich habe viel, viel erlebt in dieser Sprache, mit dieser Sprache, durch diese Sprache und das ist eben genau das Faszinierende. Plötzlich beginnt man sehr, sehr spezifische Lebenserfahrungen zu machen, gerade eben, weil man diese Sprache lernt. Und das ist einfach so super spannend. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der mich genau an Sprachen so fasziniert. Und vorher war mir das gar nicht so bewusst. Also die Jahre davor habe ich das einfach eher intuitiv gemacht. Es war mir gar nicht so bewusst, dass es genau dieser Punkt ist. Aber es ist eigentlich genau dieser Punkt. Und deswegen ist es für mich auch
gar nicht so die Frage, warum ich jetzt eine Sprache lernen soll, sondern es bietet sich einfach an, es kommt natürlich und oft entstehen dann die Gründe im Nachhinein. Die Gründe entstehen dann oft ganz natürlich. Also, wie Sprachen und wie das Sprachenlernen unser Leben fasziniert, formt und auch transformiert.